Holt mich in einer Stunde ab, dann bin ich mit dem Album fertig. Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann, ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch, Studioprofi aus Sicht des Musikers zu werden. Viele Leute denken, ein Song von 3 Minuten Dauer ist im Studio auch nach 3 Minuten fertig. Tatsächlich steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Rechnet mit mindestens 3 Stunden pro Instrument oder Stimme für einen Song. Das macht dann bei einer typischen Band mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang 2 Arbeitstage. Um diese Studiozeit in etwa einzuhalten, hier ein paar Infos und Tipps. Los geht's. Erwartet das Richtige. Bei einer gut organisierten Produktion kommt Folgendes auf euch zu. Instrumente und Stimmen werden normalerweise nacheinander aufgenommen, selten gleichzeitig. Dadurch kann man die Aufnahmen besser nachbearbeiten, außerdem könnt ihr und der Tontechniker sich besser auf die wichtigen Details konzentrieren. Wenn ihr mehrere Songs aufnehmt, werden die Instrumente im Block aufgenommen. Das heißt, erst das Schlagzeug mit allen Songs, dann der Bass mit allen Songs und so weiter. Auch wenn Fehler korrigiert werden können, müsst ihr gut performen, damit der Techniker überhaupt gute Aufnahmen zum Einfügen hat. Gebt dem Techniker alle Infos. Diese sind wichtig, damit er weiß, wie er den Aufnahmecomputer und welche Mikros er passend für eure Produktion vorbereiten muss. Nicht zuletzt errechnet er ein konkretes Angebot für euch anhand der geschätzten Produktionszeit. Zu den Infos gehören die Anzahl der Tempi, also Geschwindigkeiten der geplanten Songs, ob ihr schon mit fertigen Instrumental-Playbacks kommt, zu dem nur die Stimme aufgenommen werden soll, oder ob Musiker die Instrumente vor Ort einspielen, und Besetzung und Stil. Und damit meine ich weder die Spitznamen der einzelnen Bandmitglieder noch die Verlängerung eines Besens, sondern welche Instrumente aufgenommen werden sollen und ob es sich zum Beispiel um Rock, Hip-Hop oder Reggae bei eurer Musik handelt. Unterscheidet auch zwischen Rhythmus- und Solo-Gitarre, auch wenn sie von ein und derselben Person gespielt werden. Gut wäre auch ein Demo des Songs. Das muss nicht super klingen, eine Handyaufnahme aus dem Proberaum reicht völlig aus, sodass der Techniker vorab sich Gedanken über den Song machen kann. Für die Zeit während der Produktion braucht der Techniker die Texte und Songabläufe, um während der Produktion den Überblick zu behalten. Soweit zu den wichtigsten Vorbereitungen. Mehr darüber und wie ihr eure Studiozeit verkürzen könnt, findet ihr in diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst auch gerne Kommentare da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Der Song You Suffer von Napalm Death ist der kürzeste Song aller Zeiten und ist 1,316 Sekunden lang.